und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal ein anderes Abenteuer, und zwar bin ich unterwegs, wie du sicher schon gesehen hast, von Kinding bis nach Dietfurt, beziehungsweise bis nach Töging. Weil zwischen Töging und Dietfurt, das ist noch mal ein Kilometer, da ist noch ein Wehr und ist nicht so toll mit dem Aussteigen. Aber das werde ich letzten Endes sehen, wie ich drauf bin, wie ich Spaß habe. Auf jeden Fall bin ich wieder mal unterwegs im schönen Altmühltal. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Ja, manchmal wird es ein bisschen laut werden, weil genau parallel eine ganze Strecke läuft die Straße dazu. Und die ist gut befahren. Ja. Und wenn es dich interessiert, was es heute so alles gibt, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin dieses Stück noch nicht gefahren, von Beilngries nach Dietfurt. Habe ich letzten Herbst mal gemacht, im September war es wohl. Sehr schönes Stück, es sind 2 Wehre und hier ist eins, das ist eine Kratzmühle. Und die Altmühl hat momentan sehr viel Wasser für die Jahreszeit. Und das macht mir das Ganze natürlich ein bisschen leicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts tun brauche, aber es ist relativ einfach, weil viele dieser Sohlschwellen sind überspült, wo ich sonst eventuell bei richtig niedrig Wasser das Boot raushieven müsste, beziehungsweise rumziehen, rüberziehen über die Steine. Und das wird heute nicht passieren. Alles in allem bin ich wieder guter Dinge. War gleich 10:30, also um Viertel bin ich losgekommen. Schauen wir mal, wie lange ich brauche, bis auf Köttingwert. Ich werde jetzt hier kein Wettpaddeln machen und auch nicht für die Olympischen Spiele mich qualifizieren, sondern einfach nur diese Natur genießen. Und ich hoffe, du machst das mit mir auch. In diesem Sinne hoffe ich, dass du dran bleibst und das genießt. Also ich bin jetzt hier unterwegs und wie du siehst, fantastisches Wetter. Und glücklicherweise ist jetzt noch nicht so viel los. Ich denke, Nachmittag werden hier viele Boote unterwegs sein. Oh, da ist gerade ein Karpfen gesprungen. Ich habe zwar keine Ahnung von Fisch, aber so war, weiß nicht, gibt es noch Fische, die ähnlich aussehen wie ein Karpfen? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, das war einer. Richtig aus dem Wasser gesprungen. Krass. Ja, hinter mir strahlend blauer Himmel, vor mir sind ein paar kleine weiße Wölkchen am Himmel, was mir ganz entgegenkommt. Weil dann sitze ich nicht die ganze Zeit so in der prallen Sonne, weil, wie du siehst, es ist zwar schön, aber eben nicht viel Schatten. So, hier haben wir so ein paar Stellen, die etwas flacher sind. Man sieht, dass hier sich das Wasser kräuselt. Hier sieht man die Steine drin. Ups, sind wir aufgesessen. Hast du das gehört? Also ihr habt es gespürt am Hintern. Kann natürlich im Sommer öfter passieren. Dann hilft manchmal nur noch eins. Aussteigen und das Boot drüber ziehen. Das ist hier liegt so ein Baum drin. Ich hoffe, dass ich hier rechts vorbeikomme, dass das nicht auch flach ist. Da siehst du richtig, wie die flache Stelle. Ja. Und hier haben wir das gleiche nochmal. Kann man gut sehen. Hier würde ich aufsitzen, müsste ich aussteigen. Da oben in der Lücke ist ein Startplatz für Gleitschirmflieger und Drachenflieger. Und als nächstes kommen wir dann zur Kratzmühle, folgen wir der Biegung. Das ist auch ein Naherholungsgebiet, sehr beliebt und auch schön.
eigentlich zu jeder Jahreszeit, selbst im Winter. Das ist eine prima Sache. Und haben eine tolle Gaststätte, kann man Boot fahren, Tretboot fahren. Ein Campingplatz, Zeltplatz ist dort, Technikmuseum. Baden kann man selbstverständlich. Im Winter könnte man sogar Schlittschuh laufen. Also von Bayern-Gries aus sind das noch 3 Kilometer oder so. Sehr schön. Und man kann dort Rast machen, ja. So, ich bin ja gerade um die Kurve gekommen und jetzt sehe ich das Wehr der Kratzmühle. Da muss ich ausbooten, das Boot rumtragen, 100 Meter, 150 ungefähr. Und dann kann ich wieder rein. Insgesamt habe ich 3 Umtragestellen. Und das ist eigentlich auf 20 Kilometer sehr guter Wert. Es gibt viele Flüsse, die haben wesentlich mehr Wehre, Kraftwerke, alles Mögliche. Und hier sind es halt lediglich Wehre, wobei hier ein kleines Kraftwerk mit dran hängt. Hämmer. Zelt aufgestellt, Vordach ausgefahren. Ja, das Wetter lädt natürlich dazu ein und die ganze nächste Woche soll wohl so bleiben. Wieder runterbringen. Ja. Und ob ich gucken bleibe. So, es ist jetzt genau 12 Uhr. Ich habe an der Kratzmühle umgesetzt. Jetzt fahre ich eigentlich durch bis Köttingwörth. Bayern-Gries ist nichts, da ist glaube ich bloß eine Sohlschwelle, wenn ich mich recht erinnern kann. Da habe ich damals eingesetzt. Und ja, 2 Stunden, knappe 8 Kilometer. Ich habe ja Zeit, ich habe mich viel treiben lassen, so wie jetzt. Es ist einfach ja, schön Zeit zu haben. Für mich ist es unbezahlbar. Hier gibt es heute Zoff. Ärger an der Familie. Schau doch mal her. Hier gibt es Diskussionen. Naja, worüber reden die? Komm, schreib's mir in die Kommentare. Worüber reden die? Geht's ums Mittagessen? Politik? Oder wer abspülen muss. Ist das herrlich hier, sag ehrlich.
Ja, das wären ein paar Sequenzen. Hier ein bisschen. Ich gleich ein bisschen darüber ziehen. Bleib da. Ja, nicht so einfach, so eine Szene zu drehen, hey. Bis später. Ach, hier ist ein Campingplatz. Schau her, hier sind solche Wohnfässer. Aha. Habe ich ja noch nicht gesehen, wusste ich nicht. Beilngries. Wir sind jetzt in Beilngries. Und da ist wieder der Flieger. Der Segelflieger. Und hier fahren wir fast eine Ente über den Haufen. Was war das? Spannung. Oh, hier scheppert's. Aha. Schauen wir mal her. 63, 64. Hoi, hoi, hoi. Wie viele Dinger haben denn die hier hingebaut? Wow. Jetzt zieht er wieder seine Kreise. Oh, in der Sonne. Wow. Nicht mein Ding, aber mit Sicherheit eine coole Sache. Die Fische springen. Ah, Träumchen. Kinder, haben die Bungalows und Zeug gebaut. Beilngries hat aufgerüstet. Ja, da wusste ich gar nichts von. Halleluja. Und jetzt ist der Wind Gott sei Dank weg. Oh, eine schöne Holzbrücke. Schau mal her. Krass, wie viel von den Dingern haben die da hingebaut? Toilettencontainer. Irre. Ach, das ist ja heftig. Überall solche Container. Haben die auf... Die haben Wohnmobile und da ist ein Container dahinter. Sind das die Sanitäranlagen, damit immer die Leute kommen können? Wenn du das weißt, sag's mir einfach. Schreib's mir bitte in die Kommentare. Ich zeig dir das gleich nochmal. So schaut das aus. Kannst du das sehen? Da sind diese Container. Da steht ein Wohnmobil davor und da hat man einen Container. Also um die Schlafplätze geht es mit Sicherheit nicht. Es geht mit Sicherheit um die Sanitäranlagen. Weil das war ja Corona-bedingt, war das ja nicht möglich wegen der Sanitäranlagen. Sonst hätte man auf dem Campingplatz können. Tiny Häuser. Schau dir das an. Tiny House.
Ah, das ist ja ein Ding jetzt. Wow. Da muss ich mal ein bisschen. Nichts passiert. Mal ein bisschen Action. Das ist ein bisschen. Ich bin jetzt kurz hinter Köttingwörth. Da fliegt wieder ein Flugzeug. Jetzt wird es doch langsam interessant, weil hier ist dann dieses Wehr in Köttingwörth. Da habe ich noch einen guten Kilometer hin. Aber man merkt, ich habe leichten Gegenwind und die Strömung ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Also hier habe ich schon zu tun und ich merke langsam oben die Schultern. Ich glaube, den Rest der Woche werde ich mich jeden Tag, jede Minute daran erinnern, dass ich heute ein bisschen, ja, für meine Verhältnisse über die Stränge geschlagen habe. Weil so ein bisschen wandern, das ist eine Sache. Aber oben die ganze Zeit mit dem Oberkörper arbeiten, wenn man da bisher nichts gemacht hat, ist dann schon interessanter. Also das spüre ich jetzt schon. Und ich weiß, ich kenne die Auswirkungen, die das morgen hat und danach. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen die Nummer durch. Es sollten noch so 5 Kilometer sein und dann bin ich eh da. So 15 oder 16 habe ich. Ungefähr 20 sind es insgesamt. Schaut also gut aus. Ich hoffe, du hast die Bilder genossen. Es ist natürlich herrlich. Es ist herrlich. So, nach meiner kurzen Pause bin ich wieder unterwegs. Du siehst hinter mir das Wehr Köttingwörth. Und wie gesagt, jetzt sollten das noch ungefähr 5 Kilometer sein. Oh, hier wird es ein bisschen seicht. Und dann bin ich in Töging. Ja, in ein paar Metern, da hinten hinter dieser Kurve, erreiche ich mein Ziel, den Bootsrastplatz in Töging. Da ist meine Tour zu Ende. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht. Oh, jetzt blendet die Sonne. Es war herrlich. Die Natur ist fantastisch. Kann ich nicht anders ausdrücken. Es ist ziemlich einfach zum Fahren. Bei hohem Wasserstand, wenn der Wasserstand niedriger ist, gibt es ein paar Herausforderungen mehr. Da muss man entweder die Ideallinie erwischen und wenn der Wasserstand zu tief ist, dann steigst du da 3 oder 4 Mal aus und ziehst das Boot über die Kiesbank drüber. Habe ich letztes Jahr gemacht, ist aber auch kein Problem. Dafür ist aber cool, wenn man so Schuhchen hat. Die wiegen fast nichts und auf dem steinigen Untergrund sind die echt gut. Ja, habe jetzt 5 Stunden gebraucht für die Strecke von gut 20 Kilometern. Ich habe aber auch mich oft treiben lassen, einfach mal Pause gemacht und diese Natur genossen. Es ist einfach herrlich. Mir fehlen die Worte. Es ist wirklich wunderschön. Und heute war nicht viel los. Erstaunlicherweise. Entweder waren die alle vor mir oder hinter mir. Auf jeden Fall überholt haben mich
2, 4. Am Anfang 2 Boote, die habe ich dann in Kratzmühle wieder getroffen. Und dann waren es nochmal 2 Boote. Und ansonsten, gut, Gegenverkehr sowieso nicht. Die Altmühl fließt ein bisschen langsam, also vielleicht kurze Strecken angehen. Aber an sich, du siehst, ich treibe hier ganz langsam mit 1 Kilometer die Stunde. Aber herrlich. Jo, das war's dann für heute. Will ich nicht in die Länge ziehen. Freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Wünsche dir, dass du gesund bleibst, dass du mir treu bleibst, neugierig bleiben und geh ab und zu vor die Tür. Also bis zum nächsten Mal. Tschaußen, dein Olli.